Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an das große Blatt für den Monat September. Und ich bin gespannt, was ich uns mitteilen darf fürs Kollektiv. Welche Botschaften sind verfügbar, welche Energien für den Monat September. Hier kann es sein, dass man schon ein bisschen viel mit dem Thema Kommunikation zu tun hat. Ich habe Anrufe, Nachrichten, Gespräche, Kontakte, Kommunikation, Briefe, Dokumente hin und her gehen. Möglicherweise ist es hier auch so, ja, wir haben die Flatterhaftigkeit dabei, dass andere sehr viel mit reinreden wollen, dass man sich auf sich fokussieren soll. Und wir haben hier Entscheidungen, die anstehen, die mit unserem Haus, der Häuslichkeit, der häuslichen Umgebung zu tun haben. Möglichkeiten, die man einbeziehen kann, vielleicht für einen oder anderen auch Entscheidungen bei einem Herzensprojekt in der Liebe, neue Wege, die man da geht, um die Liebe wieder ins Wachstum zu kriegen. Es ist eine Bewegung, die nach vorne führt, die aufklärend ist und die an alle Bereiche des Lebens geht, wo etwas sehr verstrickt ist oder wo sehr lange Zeit der gleiche Ton war. Berufliche Umbrüche, schnelle berufliche Wenden. Ich habe hier auch so am Beruf dran die Veränderung, die einhergeht mit einer Absage. Das heißt, man selber sagt vielleicht etwas ab oder man bekommt eine Absage oder man ist nicht mehr daran interessiert, Unruhen im Beruf oder auch so Mobbingfaktoren mit aufrecht zu erhalten und sucht deshalb eine andere Richtung. Ja, das ist schon wieder hier sehr speziell. Im Prinzip ist es so, die Berufssachen, die Berufung, die wollen Ernte haben, ne? Da merkt man irgendwo, man läuft leer oder man braucht an sich mal einen anderen Aspekt, eine Veränderung, weil es irgendwo einen Konflikt gibt. Das kann jetzt mit dem Vorankommen an sich sein oder aber auch mit der Kommunikation, die in einem Betrieb herrscht oder ja, einerseits macht man hier einen Schnitt, man sagt vielleicht auch selbst etwas ab und andererseits haben wir in der Spiegelung den Neubeginn, der im Haus der Sterne liegt. Ne? Wir haben den Klee dabei, es kann ja auch die Arbeitskollegen betreffen, Freunde von uns, eigene Kinder, die in eine neue Phase gehen, die aus der Stagnation rausgehen, die vielleicht auch mit dem Beruf irgendwie was mitwechseln. Ich habe hier im Hause des Bären den Klee drin. Es kann sein, dass wir hier irgendwo auch einen Führungspositionwechsel haben oder eine Person, die neue Inputsmöglichkeiten im Beruflichen bringt. Auf jeden Fall die kurzen Wege, die schnellen Ergebnisse. Hier haben wir im Haus der Veränderungen noch die Sonne drin, die Neubeginne, die mit der Sonne korrespondieren und die uns rausbringen aus einer schwierigen Stagnation. Hier sind auch Nachrichten, die schnell Stabilität bringen. Wir selber liegen im Haus des Hundes drin. Wir gucken auf die Sonne drauf, das ist schon mal gut. Hier kann man sehr, sehr schnell an Wissen kommen, das man braucht. Hier darf man sehr treu sich selbst gegenüber sein. Ich sehe für einige auch Fortbildungen, Lehrgänge, Kurse, bestandene Prüfungen, neue Möglichkeiten, Inspirationen.
Hier im beruflichen Bereich geht auch ein neues Kapitel auf. Bei einigen kann das auf 2 Wegen sein. Auch hier im Hause der Wege haben wir die Sense drin. Ne? Hier ist so eine Richtungswechsel, eine Kurskorrektur, eine Möglichkeit für einen schnellen Wechsel, für viel Input, der an unser Ohr kommt. Es kann auch das Gegenüber betreffen hier. Sehr blockadenlösend auch für die Gegenüber, die hier in einer Situation stecken, wo sie nicht so richtig den Durchblick haben. Und hier ist eine transformierende, überraschende Energie, die hier auch überall, wo die Herzensangelegenheiten sind, wo so eingefahren ist, wo sich nichts getan hat, wo der Alltag Langeweile mitbringt, bei den Liebenden oder im Thema Liebe, auch hier einen Umbruch zu sehen, der wieder mehr Stabilität mitbringt. Wir haben im Hause der Ringe den Schlüssel drin. Hier ist die Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen, eine neue Option zu wählen, die im vertraglichen Bereich mitkommt oder im verbindlichen Bereich, in der Liebe, möglicherweise hier auch im häuslichen Bereich. Wir haben das Haus hier mit dabei, den Hausschlüssel sozusagen. Ein guter Vertrag, ein guter Mietvertrag, ein gutes Verkaufen einer Immobilie, sowas alles. Hier liegt der Ring nochmal nebendran. Ja, hier spürt man eine große Herausforderung an den Dingen, an denen man arbeitet oder auch am Beruf. Ne? Hier ist das Kreuz drin, es geht um Entscheidungen, die vielleicht auch vom Schicksal eingefordert werden, die aber zugleich, wir haben hier die Maus und das Kreuz und die Hindernisse, sehr auflösend sind. Es kann hier sein, dass man mit den Emotionen ein bisschen rummacht, ne? Soll ich nicht. Man kann sich nicht richtig entscheiden, man kriegt irgendwelche Schattenthemen aufgezeigt oder Umstände geliefert, die wir nicht kontrollieren können. Und entscheiden daraus, hier einen Schnitt zu machen, um wieder für mehr Harmonie zu sorgen. Um einen Kampf auch zu beenden irgendwo. Hier ist die Auflösung auch eines, ja, ich sag mal, einer karmischen Blockade, eines Hindernisses, einem Kreuz, das mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Wir haben in der Spiegelung die Liebe drin. Hier vielleicht auch die Neubeginne, die Kinder an sich. Die Selbstständigen sind hier auch sehr gefordert. Ne? Möglicherweise liegt ja auch für einige die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Ich habe auch hier wieder einen Impulsgeber dabei. Die Geldkarte liegt hier einsteils gut, ne, mit den Blumen dran, hier mit den Überraschungen, aber sie bringt auch irgendwie eine Stressqualität mit, denn hier gibt es irgendwo Ausgaben. Es kann jetzt sein, dass es so entsteht, dass man während dem Berufswechsel oder so vielleicht so Zeiträume hat oder während sich im beruflichen Bereich etwas verändert, wo es ein bisschen Mangel entsteht. Es kann hier auch das Gegenüber betreffen. Ich habe hier, dass sich auch im Bereich der Freundschaften neue Türen öffnen, zum Beispiel, dass man Menschen kennenlernt. Es kann jetzt hier im Umfeld sein oder aber auch aus dem beruflichen Bereich. Möglicherweise muss der ein oder andere sich hier mit Ämtern oder Behörden auch auseinandersetzen. Das sieht man hier auch. Es kann im weitesten Sinne hier auch um Konflikte mit dem Thema Geld gehen oder Arbeit. Ne?
An sich kommt hier eine Veränderung, die da Klarheit bringt und Neubeginne, wo wir vorher ausgebremst waren, auf eine schwierigere Art und Weise. Ne? So, wir gucken ein bisschen tiefer. Wir haben hier den Mut. Ja, und unterm Kartendeck haben wir dann noch den Erfolg. Ne? Es kann sein, dass wir hier für etwas einstehen, uns durchboxen, durchsetzen, etwas wagen, um uns zu erleichtern. Wenn ich die Wege spiegel, korrespondiere, sind sie hier auch schicksalshaft. Oder kommen vielleicht auf ungeahnte Art und Weise. Ne? Hier kommt so diese Feuerkraft zurück. Wir gucken ja auch direkt rein, ne? So diesen Kraftschub, den man kriegt, wenn man merkt, man möchte Dinge verändern, man ist wieder ein bisschen leidenschaftlicher, man kann entgegentreten, man kann den Dingen standhalten, man fühlt sich so ein bisschen als Krieger. Man ist enthusiastisch, man steht auch für andere ein oder stellt sich mal nach vorne und sagt, hier so geht es nicht. Man zeigt irgendwie Verhaltensweisen, die anderen auch helfen, die nicht so viel Glück haben oder die sich alleine nicht helfen können. Es ist hier keine Zeit, sich klein zu machen, klein beizugeben oder sich einschränken zu lassen. Der wichtigste Satz hier drin ist eigentlich, dass mutig sein nicht bedeutet, dass man keine Ängste hat. Man sieht hier unten Ängste genügend. Aber man lässt sich von denen nicht hemmen. Man nimmt die Angst an und schreitet zur Tat. Hier ist sehr viel Tapferkeit auch, ne? Bedeutet also, wenn wir hier mutig nach vorne treten, können wir hier die Zeichen auf Zufriedenheit stellen, Erfüllung, Wohlbehagen. Man kann den Erfolg, der hier auch sehr stabilisierend ist, annehmen, wahrnehmen, aber er ist mit Schnitten verbunden. Also man muss etwas aktiv auch tun. Hier stellen sich dann auch so die ersten Triumphe ein. Man spürt die Dankbarkeit zurückkommen, die Zweifel rausgehen. Hier haben wir so in unserem eigenen Haus den Fuchs drin, der mit den Wegen auch korrespondiert. Ne? Hier fragt man sich vielleicht auch, soll ich nicht? Aber hier darf man auch jeden noch so kleinen oder bedeutungslos wirkenden Aspekt aufnehmen. Eine gute Zeit auch, wo man gute Möglichkeiten für Vertraglichkeiten hat, wo man gute Absprachen treffen kann und wo sich gute Resultate wieder am Himmel abzeichnen. Dann nehmen wir noch ein Vögelchen. Wir haben die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Und als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Die Liebe haben wir hier im Wachstum liegen und hier im Haus der Liebe liegen die Blumen drin. Dann möchte ich gerne noch einen Engel haben für den Monat. Was hier auch auffallend ist, habe ich jetzt gerade vorhin vergessen, ich wollte schon dazu ansetzen. Hier können Menschen oder Leute oder Situationen auf uns zukommen, die aus der Ferne sind oder im Ausland oder von uns weiter weg, ja, die eine Rolle spielen. Wir haben den Engel der Güte. Hier haben wir ja diesen Mut, auch mal für andere einzustehen, hervorzutreten. Und der Engel der Güte gibt uns hier mit, dass wir hilfsbereit und voller gütiger Milde sein dürfen in dem Monat. Hier darf mal jemand anders die Hand reichen, aber auch am Ende sich selbst.
nachsichtig sein, umsichtig sein, ein bisschen sich um die Dinge kümmern, wo du besser kannst als der andere und wo für alle dann ein gutes Ergebnis rauskommt und ein Stückchen mehr Frieden, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen September. Ich drücke euch bis bald.